Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Anne Gellinek. Guten Abend. Kein bisschen Wehrpflicht. Stattdessen, wer will, und das auch nur 6 Monate lang. Das, was Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Nachmittag als sogenannten Auswahlwehrdienst vorstellte, ist weit entfernt von dem, was die Bundeswehr bräuchte, aber nah dran an dem, was überhaupt möglich ist, sagt der Minister. Seit die Wehrpflicht für junge Männer vor 13 Jahren ausgesetzt wurde, gibt es keine allgemeine Musterung mehr. Außerdem zu wenig Kasernenbetten, von Waffen ganz zu schweigen. Jetzt tobt ein Krieg in unserer Nachbarschaft und mit ihm kam die Debatte um die Wehrpflicht zurück. Matthias Feldhoff berichtet. Es soll sein großes Projekt werden, der neue Wehrdienst. Doch statt einer Pflicht zum Dienen bleibt nur die Pflicht zur Antwort, zumindest für die Männer. Eine Antwort auf eine Mail aus dem Hause Pistorius. Wie hältst du es mit dem Wehrdienst? Wir werfen damit die Frage auf, wozu dient die Bundeswehr? Wer verteidigt dieses Land, wenn es ernst wird? Denn das kann der Staat als Institution nicht selbst machen. Das braucht Menschen. Der Kanzler hatte Pistorius noch im Mai ausgebremst und von einem überschaubaren Problem gesprochen, als er sich distanziert zu den Personalproblemen der Bundeswehr äußerte. Jede weitergehende Wehrpflicht war damit erstmal vom Tisch. Das reicht nicht, um kriegstüchtig zu werden. Dafür bedarf es mehr. Und dieses Datum für die Kriegstüchtigkeit gibt ja auch am Ende hier nicht unsere Gesellschaft so richtig vor, sondern das gibt vor allem Putin vor und die Aggression an der Ostflanke. Mit der kleinen Lösung neuer Wehrdienst sollen jetzt künftig jährlich 5.000 zusätzliche Freiwillige zur Bundeswehr kommen. So will man die Zielzahl von 203.000 aktiven Zeit- und Berufssoldaten künftig erreichen. Wer sich freiwillig meldet, wird dann, wie früher, zur Musterung geladen, um die Besten, die geeignetsten, die motiviertesten auszuwählen, so formuliert es das Ministerium. An der Christophorus-Schule in Rostock finden viele den Gedanken, sich früher mit dem Thema Bundeswehr zu beschäftigen, ziemlich normal, inklusive Aufforderung, sich freiwillig zu melden. Ich würde auf jeden Fall mitmachen. Also ich würde es gut finden, denn ich gehe auch selber von mir aus freiwillig zur Bundeswehr. Es ist auf jeden Fall auch besser, als wenn sie es machen müssten und gar keine Wahl haben, weil sie können sich ja entscheiden, ob sie es machen wollen oder nicht. Also sie können auch Nein sagen, deswegen finde ich es eigentlich in Ordnung. Die Freiwilligkeit, der Eingriff in das Leben von Jugendlichen spaltet die politischen Lager. Das, was der Verteidigungsminister jetzt vorgestellt hat, ist ja vor allen Dingen ein Fragebogen, der von allen Jugendlichen einmal beantwortet werden soll. Also das ist eine sehr abgemilderte Form und uns ist sehr wichtig, dass auch in Zukunft keine allgemeine Wehrpflicht kommt. Das greift unserer Meinung nach zu stark in die Freiheitsrechte Jugendlicher ein. Der viel größere Eingriff in das Freiheitsrecht von jungen Menschen langfristig ist es, in einem Land zu leben, in einer Demokratie zu leben, die sich einfach nicht verteidigen kann im Notfall. Wolfgang Schäuble hat mal einen schönen Satz gesagt, man muss sich verteidigen können, um sich nicht verteidigen zu müssen. So wie die Jugendorganisationen streiten, streitet auch die Politik im Parlament. Die Unterstützung für Pistorius' Pläne waren am Morgen eher verhaltend, ja fast ablehnend. Ich habe ehrlich gesagt gerade noch viele Fragen formuliert, auch an den Minister, weil in einigen Aspekten mir nicht ganz klar ist, wie das dann in der konkreten Ausgestaltung umgesetzt werden soll. Wenn es an eine Wehrpflicht Light geht, dass man Menschen nach irgendwelchen Kriterien auswählt und verpflichtet, einen Wehrdienst zu machen, wird es mit den Freien Demokraten schwierig. Bis nächsten Sommer will Pistorius seinen neuen Wehrdienst durchs Parlament bringen. Stand heute wird das noch ein steiniger Weg. Und darüber wollen wir sprechen mit dem Bundesverteidigungsminister. Guten Abend, Herr Pistorius. Guten Abend, Frau Gellinek. Das, was Sie heute vorgestellt haben, dieses wir schicken euch eine Mail und habt ihr nicht vielleicht Lust, zur Bundeswehr zu kommen, ist ja meilenweit von einer Wehrpflicht entfernt. Warum haben Sie sich nicht an eine richtige Wehrpflicht herangetraut? Na, ganz so einfach ist es nicht. Das ist nicht nur ein Fragebogen, der fragt, ob jemand Lust hat. Das ist die Wehrerfassung, die leider komplett zerschlagen worden ist mit der Aussetzung des Grundwehrdienstes 2011. Das heißt, wir müssen überhaupt erst mal wissen, wo sind die jungen Leute, wer sind sie? Das heißt, wir müssen sie erfassen und anschreiben. Wir lehnen uns an das schwedische Modell. Und der Plan ist eben dadurch, junge Männer zunächst verpflichtend zu gewinnen, dafür den Fragebogen auszufüllen und sie dann zur Musterung einzuladen. Und wir gehen nach allem, was wir wissen, davon aus, dass die Zahl der Freiwilligen allemal ausreicht, um die Kapazitäten zu füllen, die wir haben, wenn ich das noch sagen darf. Das ist nämlich der eigentlich entscheidende, limitierende Faktor für alle Schritte, die wir jetzt unternehmen. Wie stark sind die Ausbildungskapazitäten und die Unterbringungskapazitäten bei der Truppe?
Und die sind durch den Wegfall vieler Kasernen und Ausbildungsmöglichkeiten sehr, sehr geschrumpft, sodass wir zusätzlich zu den 10.000 freiwillig Grundwehrdienstleistenden, die es schon seit Jahren gibt, eben in den ersten Jahren nur rund 5.000, vielleicht ein paar mehr werden ausbilden können. Und wenn man die Kapazität zugrunde legt, wird sehr schnell klar, dass dafür ein intensives Werben und ein Befassen junger Männer mit der Bundeswehr ausreicht, um genügend Freiwillige zu gewinnen. Eigentlich war das ja heute ein ziemlicher Offenbarungseid. Im Verteidigungsfall, haben Sie gesagt, könnten Sie niemanden mobilisieren, weil Sie einfach schlichtweg nicht wissen, wen Sie einberufen sollen. Was macht Sie optimistisch, dass Sie das schnell ändern können? Es geht nicht um die Frage, was mich optimistisch macht. Es geht darum, dass wir es tun müssen. Das ist in den vergangenen 13 Jahren seit Aussetzung des Grundwehrdienstes schlicht alles nicht mehr da gewesen. Niemand hat sich darum gekümmert, zu erfassen, wer ist denn eigentlich da? Wo sind die Reservisten, die früher mal gedient haben? Das ist ein sträfliches Versäumnis, das wir jetzt schleunigst aufholen müssen. Und darum bemühen wir uns neben dem Aufwuchs an Wehrdienstleistenden. Offenbarungseid Nummer 2 ist ja, dass nur die Männer ab 18 antworten müssen auf ihre Mail, die Frauen aber nicht. Ist das noch zeitgemäß im Jahr 2024? Nein, das ist es nicht, um das klar zu sagen. Aber jeder andere Schritt würde bedeuten, dass wir ans Grundgesetz ran müssen. In einer solchen Grundgesetzdebatte, die man ein Jahr vor der Bundestagswahl nur schwer sachlich führen kann, würde zwangsläufig die Diskussion um eine allgemeine Dienstpflicht mit hineinkommen. Und schon hätten wir eine große Diskussion, die es sehr unwahrscheinlich werden lassen würde, dass wir noch in dieser Wahlperiode zu einem Ergebnis kommen, das es mir dann erlaubt, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen für einen Wehrdienst. Deswegen war es mir wichtiger, jetzt diesen Schritt zu machen. Und das alles andere wird man in der nächsten Wahlperiode zwingend nachholen müssen. Davon bin ich überzeugt, ja. Okay, dann kommen wir mal dazu, was möglich ist. Sie haben gesagt, 5.000 Freiwillige zusätzlich wollen Sie so im Jahr gewinnen, aufwachsend. Reicht das denn, um die dringend notwendige Abschreckungsfähigkeit der Truppe herzustellen? Putin soll ja laut Experten ab 2029 in der Lage sein, ein weiteres Land anzugreifen. Zumindest wird er militärisch dazu in der Lage sein. Ob er es tut, das wissen wir nicht. Das wollen wir auch nicht herausfinden, ehrlich gesagt. Wir wollen uns vorbereiten darauf, dass das nicht passiert. Und das bedeutet, abschreckungsfähig zu sein. Deswegen beschaffen wir neue Waffen, rüsten wir die Bundeswehr aus und bauen die Strukturen um. Und wir werden stocken das Personal auf. Und nein, um auf Ihre Frage zu antworten, das alleine würde nicht reichen. Aber wir haben außerdem noch rund 835.000 Reservisten, die früher mal gedient haben, von denen der Reservistenverband ausgeht, dass nicht wenige großes Interesse daran hätten, noch mal wieder in die Reserve einzutreten. Und mit beiden Aktionen zusammen gehen wir davon aus, dass wir die notwendige Zahl von 200.000 in den nächsten Jahren dann irgendwann erreichen werden. Sie haben ja selbst gesagt, dass Sie eigentlich mehr gewollt hätten. Dafür fehlte es aber ja offenbar auch an Unterstützung aus den eigenen Reihen. Kanzler Scholz hat die Aufgabe überschaubar genannt. SPD-Chef Klingbeil besteht auf Freiwilligkeit. Die FDP ist sowieso gegen eine Pflicht. Die Grünen sind skeptisch. Werden Sie eigentlich vom Friedenskanzler und den eigenen Reihen ausgebremst? Nee, da bremst mich wirklich niemand aus. Der Punkt ist ein anderer. Auch hier gilt das, was ich eben gesagt habe. Es geht um Kapazitäten und Möglichkeiten. Die Frage, ob wir verpflichten müssen oder nicht, stellt sich aktuell auch nach diesem Modell nicht, außer bei der Pflicht, den Fragebogen auszufüllen und einer Aufforderung, sich mustern zu lassen. Aber schon die andere Frage stellt sich eigentlich erst dann, wenn klar ist, dass es vielleicht irgendwann mal nicht genügend Freiwillige geben wird. Von daher geht es um all diese Fragen gar nicht. Die Kapazitäten sind der entscheidende limitierende Faktor, leider. Und dafür können weder der Bundeskanzler noch ich irgendetwas. Das ist die Situation, die wir vorgefunden haben. Die Union setzt ja in ihren Vorschlägen ganz auf Zwang und schlägt gleich die ganz große Lösung vor: Dienstpflicht für Mann und Frau, militärisch und sozial. Das wäre das effektivere Modell, was im Übrigen auch eine Mehrheit der Deutschen gut findet. Aber nicht möglich, sagen Sie. Das sagen ausgerechnet diejenigen, die uns diesen Zustand beschert haben, mit dem wir es heute zu tun haben, nämlich ein ausgesetzter Grundwehrdienst, keine Kreiswehrersatzamt, keine Musterungsstrukturen und keine Ausbildungskapazitäten. Wie man da ernsthaft eine flächendeckende Wehrpflicht fordern kann. Wir reden übrigens über 400.000, rund 380.000 Männer und noch mal so viele Frauen jedes Jahr, die 18 werden. Das soll mir mal einer erklären, wie wir die alle ausbilden sollen in wenigen Jahren. Ganz abgesehen davon gibt es durch den 2+4-Vertrag eine Obergrenze für die stehenden Streitkräfte und die liegt bei 370.000. Das ist dann das Recht der Opposition. Sie sind der beliebteste Politiker in Deutschland und damit auch der beliebteste Sozialdemokrat. Warum ist aus Ihrer Sicht Olaf Scholz trotzdem der bessere Kanzler?
weil er unser Schiff in diesen Zeiten ruhig und besonnen führt. Es muss nicht jedem gefallen, was er tut und wie er es tut, aber er tut das sehr besonnen, sehr überlegt. Er ist ein kluger Politiker und er weiß, wie man das macht. Und von daher habe ich keinen Zweifel daran, dass er auch unser nächster Kanzlerkandidat sein wird. Sagt ein sehr loyaler Bundesverteidigungsminister. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Pistorius, nach Berlin. Sehr gerne, Frau Jelinek. Und das Gespräch haben wir am frühen Abend aus Termingründen aufgezeichnet. Ein Grund dafür, dass junge Menschen die Bundeswehr nicht attraktiv finden, ist sicher auch, dass sie Angst davor haben, in einen realen Krieg hineingezogen zu werden. Und diese Sorge hat wohl auch, wenig überraschend, ihr Wahlverhalten beeinflusst. Viele junge Leute zwischen 16 und 24 haben ihre Stimme bei der Europawahl nicht danach verteilt, welche Partei ihnen langfristig sympathisch ist, sondern danach, welches Thema sie gerade interessiert. Das haben Wahlforscher herausgefunden. Demnach standen Umwelt und Klima weit weniger oben auf der Liste als die Ausweitung des Krieges und die Frage, ob sie sich noch eine Wohnung leisten können. Anselm Stern hat sich bei jungen Wählern und Wählerinnen in Worms umgehört. Der laute AfD-Jubel und das entsetzte Schweigen der Grünen. Diese Bilder vom Wahlabend haben ganz viel zu tun mit dem Wahlverhalten der jungen Menschen. Massive Verluste für die Grünen, massive Gewinne für die Rechtspopulisten bei den 16- bis 24-Jährigen. Was glaubst du, ist da ein Grund oder was sind die Gründe dafür? Ich würde mal sagen, das attraktive Wahlprogramm vielleicht. Also dass es für die Jüngeren ansprechender wirkt. Ja. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum mehr die AfD gewählt wird. Dieser Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, war auch in Mannheim, weil eben viele gesagt haben, wir waren schon die ganze Zeit so ein bisschen im Haken und hatten das Gefühl, wir werden so nicht so wirklich richtig von der Regierung beschützt. Und das war dann so das Signal, einfach zu sagen, wir haben absolut keinen Bock mehr und das ist irgendwas einfach läuft falsch. Mannheim, der Messerangriff eines Afghanen, bei dem ein Polizist getötet wurde, die Sicherheitslage, die Migration, die ganz konkreten Probleme damit und mit dem Alltag, der so teuer geworden ist. Es sind die Sorgen, auch die ökonomischen, nicht mehr vor allem die ökologischen, die junge Wähler beschäftigen. Wenn man vorher mal einen Wocheneinkauf gemacht hat und jetzt quasi sieht, was man dafür noch bekommt, ist es schon echt schwieriger. Man muss schon Abstriche machen und dann ist halt auch diese innere Frustration so ein bisschen höher, weil man tut ja was dafür und im Endeffekt hat man im Monat doch nichts, um Rücklagen bilden zu können. Ich meine, das ist unsere Zukunft, wir wählen unsere Zukunft und es würde mich schon interessieren, ob ich jetzt in ein paar Jahren, zum Beispiel auch die Rente, ob ich jetzt noch bis 70 arbeiten muss. Also man sollte schon auch Dinge umsetzen und das hat man halt in den letzten Jahren nicht so gemerkt, dass irgendwas umgesetzt wurde und dass deswegen vielleicht auch so ein bisschen das Vertrauen zu den Parteien verloren gegangen ist. Und zwar enorm. Die AfD gleich auf mit der Union bei den Jungen, die Grünen, die Ampel abgestraft. Es profitieren ganz kleine Parteien und es profitiert eben ganz rechts. Die AfD hat enormen Erfolg bei der Jugend. Das mag ihrer medialen Strategie geschuldet sein. Sie ist mit TikTok ganz massiv vertreten. Die Jungen informieren sich sehr stark über AfD-Kanäle. Andere Parteien ziehen da nicht nach, machen da keine Konkurrenz. Aber ich glaube auch, das Argumentationsmuster der AfD verfängt. Keine Migration, keine Konkurrenz für uns als Junge, keine Kosten zugunsten Fremder. Das ist ein Muster, was verfängt. Und insofern zeigt sich, die grüne Jugend ist nur ein Teil der Jugend. Sie ist zum Teil weit rechter und konservativer, als man manchmal vielleicht gedacht hat. Junge Wähler und ihr Wahlverhalten, ein neues, ein weiteres Problem für die angeschlagene Ampelregierung in Deutschland. Das Thema Krieg und Frieden beschäftigt uns auch in den Nachrichten mit Gundula Gause. Die russische Armee hat mit schweren Luftangriffen erneut Kiew und die Energieinfrastruktur attackiert. Laut ukrainischer Luftabwehr konnten fast alle Drohnen und Raketen abgeschossen werden. Trotzdem kam es zu Schäden und Bränden. Auch zur Stärkung des ukrainischen Energiesektors wurden in Berlin bei der Wiederaufbaukonferenz zahlreiche Vereinbarungen unterzeichnet. Entwicklungsministerin Schulze erklärte, es sei um Vernetzung gegangen, auch in geschäftlicher Dimension. Die Zusagen beliefen sich auf mehrere Milliarden Euro.
Vor Beginn des G7-Gipfels morgen in Italien haben die USA ein neues Sanktionspaket gegen Russland vorgelegt. Die Strafmaßnahmen richteten sich gegen rund 300 Personen und Einrichtungen, die Russland den Krieg ermöglichten, so die US-Regierung. Die Börse in Moskau kündigte daraufhin an, den Handel in Dollar und Euro einzustellen. Israels Armee hat bei einem Luftangriff im Libanon einen ranghohen Kommandeur der islamistischen Hisbollah-Miliz getötet. 3 weitere Menschen kamen dabei ums Leben. Die Hisbollah feuerte daraufhin Raketen auf Israel ab. Laut israelischem Militär rund 200 Geschosse, die meisten seien abgefangen worden. Israelische Kampfjets griffen daraufhin erneut Ziele im Südlibanon an. Im Ringen um den Friedensplan für den Nahen Osten hat die radikal-islamische Hamas offenbar Änderungen eingefordert. US-Außenminister Blinken erklärte, einige davon seien umsetzbar. Gemeinsam mit Ägypten und Katar bemüht er sich um eine Einigung auf die geplante Waffenruhe und einen weiteren Geiselaustausch. In Katar kündigte Blinken zudem Vorschläge für eine Nachkriegsordnung und den Wiederaufbau des Gazastreifens an. Im Prozess um die Ermordung des niederländischen Kriminalreporters Peter de Vries sind die 3 Hauptangeklagten zu Haftstrafen zwischen 26 und 28 Jahren verurteilt worden. De Vries, Vertrauter eines Kronzeugen im Prozess gegen einen Verbrecherboss, war im Juli 2021 auf offener Straße erschossen worden. Sein Tod hatte in den Niederlanden und europaweit Entsetzen ausgelöst. Es klingt paradox. Erklärtes Ziel der EU ist es, den klimaschädlichen CO2-Ausstoß zu senken. Zum Beispiel, indem man Menschen motiviert, Elektroautos zu kaufen. Die billigsten Elektroautos kommen aus China, was gut für den Verbraucher, aber schlecht für deutsche Autohersteller ist. Und weil der chinesische Staat seine Autoindustrie, anders als die Europäer, massiv mit Subventionen unterstützt, hat die EU-Kommission nun vorgeschlagen, chinesische E-Autos mit einem Preisaufschlag, also Strafzöllen, zu verteuern. So sollen europäische Autobauer beschützt werden. Was aber, wenn viele gar nicht beschützt werden wollen? Über einen paradoxen EU-Vorschlag berichtet Florian Neuhan. Die vermeintliche Gefahr kommt per Schiff. Bremerhaven vor ein paar Wochen. Ein Frachter des chinesischen Elektroautoherstellers BYD liefert frische Ware für Europa. Konkurrenzfähig in der Technik, konkurrenzlos günstig beim Preis. Zu günstig dank staatlicher chinesischer Subventionen, das sagen sie heute nach monatelanger Prüfung in Brüssel bei der EU-Kommission. Die chinesische Elektroautoproduktion profitiert von unfairer staatlicher Unterstützung. Das stellt eine wirtschaftliche Schädigung dar für europäische Elektroautohersteller. Und wenn da Produkte illegal subventioniert werden, dann beschließen wir Ausgleichszölle, sodass die Preisbildung auf dem gleichen Niveau stattfindet und der Kunde, die Kundin entscheiden kann, welches Produkt aufgrund der Qualität gekauft wird und nicht aufgrund allein eines nicht fairen Preises. Ab Juli werden daher, wenn China nicht umschwenkt, Aufschläge fällig. Zu den bisherigen 10% beim Marktführer BYD, 17,4%, bei Geely 20% und bei SAIC, dem Partnerkonzern von VW, wegen schlechter Kooperation mit der EU sogar 38,1%. Mit dem Schritt folgt Europa den USA zumindest ein wenig. Vor ein paar Wochen hatte US-Präsident Joe Biden wohl auch als Wahlkampfmanöver heftige Strafzölle auf chinesische E-Autos angekündigt, 100%. Dagegen wirken die europäischen Zölle beinahe bescheiden. Und trotzdem bestimmt ab heute eine Frage die Debatte: Wie reagiert China? Wir treffen Lin Liang. In Brüssel vertritt sie Chinas Handelskammer bei der EU. Erstmal hat uns das schockiert. Diese Zölle würden uns hart treffen. Wir hoffen, dass die beiden Seiten noch eine gemeinsame Lösung finden werden. Es ist eine Hoffnung, die heute auch die Branche äußert, die mit den Schutzzöllen eigentlich geschützt werden soll. Die deutschen Autokonzerne hatten lange vor den Zöllen gewarnt. Jetzt fürchten ihre Lobbyisten einen Handelskrieg.
China wird sehr wahrscheinlich auch mit Gegenreaktionen reagieren. Und das trifft insbesondere die deutsche Automobilindustrie dann hart. 3 von 4 Autos gehen in den Export. 70% aller Arbeitsplätze hängen am Export. Europa und die Elektroautos. Es ist ein beinahe absurdes Dilemma. Einerseits will, ja braucht man günstige Modelle, um den Umstieg der Massen zu erleichtern. Andererseits sind die chinesischen Elektroautos gerade zu günstig für die eigene Industrie. Fragen wir nach bei unserem Wirtschaftsexperten Frank Bethmann an der Frankfurter Börse. Frank, helfen die EU-Zölle auf chinesische Elektroautos nun der europäischen Industrie oder schaden sich die Europäer damit am Ende selbst? Na, auf den ersten Blick hilft es, denn die Chinesen könnten so ihre Autos in Europa nicht mehr billiger anbieten. Aber die Idee hat mindestens 2 gravierende Nachteile. Laut Ola Källenius, dem Mercedes-Chef, heißen zumindest momentan noch die größten Exporteure, die in China gebaute Elektroautos nach Europa verschiffen, BMW und Mercedes. Will sagen, diese Strafzölle treffen eben nicht nur chinesische, sondern auch deutsche und andere europäische Hersteller. Und zweitens dürfte mit einer Retourkutsche aus Peking zu rechnen sein. China droht mit Strafzöllen auf Flugzeugteile oder Luxusautos. Porsche zum Beispiel fertigt gar nicht in China, würde also mögliche chinesische Strafzölle bei der Einfuhr ins Land voll abkriegen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass beide Seiten einen solchen Handelskrieg jetzt noch abwenden können? Naja, jetzt ist erstmal Säbelrasseln. Die Sorge, dass Europa da den Kürzeren zieht, ist groß. Doch auch die Chinesen werden Schaden und Nutzen sehr genau abwägen und sich vor Augen führen, dass nach den hohen Strafzöllen der Amerikaner Europa praktisch als einzig offener und finanzstarker Absatzmarkt übrig bleibt. Peking hat also überhaupt kein Interesse daran, dass diese Tür Europa durch Strafzölle blockiert wird. Vermutlich werden sich also auch die Chinesen bewegen, denn durch Zollmauern verlieren letztendlich alle. Also Prinzip Hoffnung. Danke, Frank Bethmann, an die Börse nach Frankfurt. Und wir machen hier weiter mit den Nachrichten von und mit Gundula. Anne Frank wäre heute 95 Jahre alt geworden. In Erinnerung an die Jüdin gab es an vielen Schulen Diskussionsveranstaltungen und Projekte, auch um Antisemitismus und Rassismus entgegenzuwirken. Unter dem Motto »Der Geschichte auf der Spur« etwa erforschten Schüler die nationalsozialistische Geschichte ihres eigenen Schulortes. Anne Frank starb 1945 im Alter von 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Ihr berühmtes Tagebuch wurde in mehr als 70 Sprachen übersetzt. Eine seit Tagen im sächsischen Döbeln vermisste 9-Jährige ist tot aufgefunden worden und offenbar Opfer eines Verbrechens. Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich auf das soziale Umfeld des Mädchens. Bislang gebe es keine Hinweise auf ein Sexualdelikt. Das Kind war mit seiner Mutter vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen. Die französische Chanson-Ikone Françoise Hardy ist im Alter von 80 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung in Paris gestorben. Schlagartig bekannt wurde sie 1962 mit ihrem Chanson Tous les garçons et les filles, den sie als nur 18-Jährige textete. Ihre oft melancholischen Lieder handeln von Einsamkeit, Sehnsucht und Liebe. Und auch an diesem Mittwoch dürfen die Gewinnzahlen vom Lotto nicht fehlen. Sie lauten ohne Gewähr 5, 9, 10, 11, 22, 46, Superzahl 2. Weitere Gewinnzahlen auf lotto-zdf.de und im ZDF-Text. Das erste Gold, dazu einmal Silber und 3-mal Bronze. Am letzten Tag der Leichtathletik-EM in Rom kann das deutsche Team mehrere Erfolge feiern. Bronze für die 4x400 Meter Staffel der Herren, die nur um eine Hundertstelsekunde Platz 2 verpasste. Und ebenfalls Bronze für die Sprinter der 4x100 Meter Staffel und die Bronzemedaille für Stabhochspringer Oleg Zernickel, die Überraschung am späten Abend. Das erste Gold im Wettbewerb überhaupt sicherte sich Malaika Mihambo mit einem sagenhaften Sprung über 7,22 Meter. Eine Silbermedaille gewann Julian Weber, der seinen Speer schon im ersten Versuch 85 Meter und 94 Zentimeter weit schleuderte.
Und jetzt noch zweimal schlafen, dann ist Fußball-EM. Und der Countdown läuft. Zum Beispiel auf der Münchner Theresienwiese, dem Ort des Oktoberfests. Aber statt Dirndl und Lederhose kamen die Besucher heute in Deutschland-Trikots oder im Fan-T-Shirt der auftretenden Künstler. Passend zum Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland am Freitag spielten heute überwiegend deutsche und britische Popstars zum Vorglühen sozusagen. Christoph Wiesel berichtet. Einstimmen, warm feiern für ein Turnier, auf dem große Erwartungen ruhen. Zehntausende sind es heute auf der Theresienwiese, Fanfest in München. Wenn man so will, die lautstarke musikalische Ouvertüre vor dem sportlichen Auftakt in 2 Tagen. Perfekte Opportunity, also Gelegenheit mit der Show, die sie hier aufgestellt haben. Man hat so ein Gefühl, dass das EM-Fieber langsam kommt. Ganz reibungslos läuft es an diesem Tag zwar nicht, gerade beim Einlass. Und doch 5 Live-Konzerte hintereinander mit Stars wie Tim Bendzko, Mark Forster und einem Ed Sheeran in Trikot. Es ist ein Event, das Lust macht auf die Europameisterschaft. Und zugleich wie ein Symbol dafür steht, dass die Musik ab Freitag nicht nur auf dem Platz spielt, sondern auch an den vielen Public-Viewing-Zonen der Nation. Man hat irgendwie das Gefühl, dass wir alle irgendwie als Gesellschaft so unbeschwerte 3-4 Wochen ganz gut gebrauchen könnten, wo viele Menschen aus anderen europäischen Ländern bei uns zu Gast sind und wir uns in den Armen liegen und uns freuen, wenn irgendjemand so einen Ball ins Tor schießt. Die Bilder von 2006 längst Teil des kollektiven Gedächtnisses. Ein Sommermärchen, das den Blick auf Deutschland in der Welt verändert hat. Doch noch stärker als die Wirkung nach außen geht es dieses Mal vielleicht um die Wirkung nach innen. Das Land, die Gesellschaft zusammenzuschweißen über Spaltungen hinweg. Für die Dauer des Turnieres könnte sich da absolut was entwickeln, dass man eben hinter einem Team steht, hinter einer Mannschaft steht und zusammen feiert. Inwieweit das nachhaltig nachwirken wird, das wird dann die Zukunft zeigen. Also auch die WM 2006 hat gezeigt, so schön sie gewesen ist, dass sich in den Folgejahren dann doch auch gesellschaftlich Gräben geöffnet haben. Voraussetzung in jedem Fall der sportliche Erfolg der Mannschaft. Gerade auch für eine Sportnation wie Deutschland, die zuletzt in vielen Disziplinen den Anschluss an die Weltspitze verloren hat. Ich glaube, dass es wichtig wird sein, vor allem dieses erste Spiel gegen die Schotten, einfach so eine Stimmung auch in der Mannschaft zu erzeugen, diese Stimmung auch übertragen zu können auf das Publikum, dass wirklich so ein Wir-Gefühl entsteht. Millionen in Deutschland, Milliarden weltweit werden die EM ab Freitag verfolgen. Dann gehört die große Bühne wieder dem Fußball. Und das Eröffnungsspiel am Freitagabend kriegen Sie natürlich bei uns im ZDF zu sehen. Für noch mehr Vorfreude können Sie sich durch unsere interaktive 3D-Story über die Entwicklung des Balls klicken. Vom Wunder von Bernleder bis zum Hightech-Ball der Euro 2024 auf ZDF heute. Und das war's von uns für heute. Wenn Sie mögen, bis morgen, dann wieder zur gewohnten Zeit um 21:45 Uhr. Und hier geht's weiter mit Markus Lanz und seinen Gästen. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ja, noch ist es ja relativ kühl, aber Warmluft macht sich schon auf den Weg. Sie sehen es hier im Westen, da kommt eine Warmfront auf. Dahinter kommt diese Warmluft zu uns und die erreicht uns dann zum Wochenende. Aber es wird nicht komplett trocken sein. Schauer und Gewitter sind dabei. Ja, Regen und Schauer gibt es auch im Nordwesten in der Nacht und auch ganz im Süden. Dazwischen, da klart es auf und die Temperaturen gehen wieder ordentlich zurück. Es wird kalt, 4 Grad hier in den westlichen Mittelgebirgen und Richtung Saarland. Zweistellige Werte gerade Richtung Nordsee bei 10 Grad. Das ist der mildeste Wert. Ja, und morgen schrammen ganz im Norden Schauer und Gewitter entlang der Küsten entlang und auch hier im Binnenland. Auch im Osten gibt es einzelne Schauer und im Süden, da wachsen die Schauer aus den Alpen heraus und wandern Richtung Nordosten. Ansonsten aber häufig Sonnenschein und nur wenige Wolken bei höchsten Temperaturen von 21 Grad im Südwesten Deutschlands und 14 Grad ganz im Norden.
Ja, und die nächsten Tage, weitere Schauer sind dabei, aber es wird dafür wärmer. Am Freitag kommen die Schauer von Südwesten herein bis 23 Grad. Am Samstag geht es zwar auf 25 Grad, aber dann haben wir es mit heftigen Schauern und Gewittern zu tun, die nordostwärts ziehen. Da müssen Sie mit Hagel, Sturmböen und Starkregen rechnen. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.